Der Hymer Free 540. 16. März 2021. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Immer mehr Fahrzeuge sind auf Basis eines Aufstelldachs, aber nicht kleine VW-Busse, sondern Kastenwagen, die dann eine Erweiterung des Schlafbereiches nach oben haben, wo, ich sag mal, die Kinder meistens unten schlafen und die Eltern oben, weil das Bett oben natürlich sehr, sehr groß ist. Natürlich tendieren die Kinder dazu, die wollen dann im Dach schlafen, so wie es ist. Aber das größere Bett ist ganz klar oben hier. 5,40 Meter Länge, Querbetten und großes Längsbett natürlich oben. Und auf 5,40 Meter, das ist ein Fahrzeug, das kann man nun wirklich definitiv dann auch im Alltag verwenden. Das ist absolut parkplatztauglich, gibt es in verschiedenen Längen. Hier in Silber auf Basis Fiat Ducato mit 140 PS, gibt es auf Basis auch 3,5 Tonnen. Die technischen Daten schreibe ich euch ins Video rein. Stehhöhe hier 1,90 Meter und hier sieht man also sehr, sehr schön, dass die, ich sag mal, alle wichtigsten Sachen sind auch hier integriert. Das heißt, ich habe eine Thule Omnistor mit drin, ich habe mein Licht mit drin, ich habe Gasdruckfedern hier oben, die das Ganze natürlich sehr, sehr leicht aufstellbar machen, das Aufstelldach. Und das Aufstelldach ist natürlich im Alltag kaum zu sehen. Das heißt, das erhöht das Dach also nur unwesentlich und die Thule Omnistor, die definiert dann fast den höchsten Punkt mit dem Dach dann zusammen. Ja, eine Truma Kombi Dieselheizung hier eingebaut. Und hier die Trittstufe elektrisch, die dann automatisch rausfährt. Ich habe hier so eine Carbon-Optik hier nochmal mit dabei außen. Und ein silbernes Fahrerhaus mit dabei. Wir gehen am besten mal kurz rein. Gucken uns das Ganze mal an. Klassischer Grundriss mit der Küche direkt im Eingangsbereich und natürlich auch hier wieder der Kühlschrank, der sinnigerweise in beide Seiten öffnet von Dometic. Hier oben habe ich dann das Kliegengitter, das kann ich einfach zumachen und das Ganze schließt dann auch wirklich dicht. Man kann das also hier oben zeigen, dass gar keine Mücken durchkommen können. So, machen wir zu. Auch hier in der kurzen Variante 5,40 Meter tatsächlich mit Doppelboden. Luftauslass direkt im Beifahrerbereich an den Füßen. Das heißt also, hier wird es ja noch mollig warm. Und ein Luftauslass nochmal unter der Sitzgruppe. Den Tisch, den kann ich beliebig verschieben. Kann ihn abnehmen und auch als Notbett umbauen. Das sieht man hier an dieser kleinen Schiene, die hinten da nochmal befestigt ist. Den kann ich also um die Hälfte absenken, um dann als Notbett zu verwenden. 2 Haken im Eingangsbereich für Kleider und ein großer Stauraum direkt hier oben. Hier kann man zum Beispiel die Leiter unterbringen, die man braucht, um dort oben hochzuklettern. Das Ganze würde man natürlich dann, ich sag mal, mit Rutschmatten versehen. Ein Wunderzeug, habe ich auch schon oft verwendet. Und hier sieht man, da wird die Leiter dann angeschlagen hier oben. So, Aufstelldach hat dann mehrere Fenster. Hier oben sieht man das Fenster, kann man dann das auch öffnen. Das hat dann jeweils ein Fliegengitter mit dabei, sodass ich richtig durchlüften kann. Ein Licht ist mit dabei. USB-Anschluss für oben ist mit integriert. Hier oben ist der Griff zum Runterziehen. Und hier das große, wirklich tolle Bett, wo denn 2 Personen auch ganz prima Platz haben. Technische Daten schreibe ich euch in die Beschreibung mit rein. Reparaturkit übrigens ist da vorne im Fenster drin, das wird mitgeliefert, falls denn wirklich mal was sein sollte, also mal ein Riss oder sowas drin ist, das kann man reparieren, aber ich habe selber ein Aufstelldach, noch nie was passiert. Also die Dinger sind wirklich sehr haltbar. So, mal gucken. Hat der Isofix jetzt hier, aber das gibt es optional nachbestellbar, der hat jetzt keins. Ansonsten wird der Sitz dann einfach über den Gurt festgemacht und ein Remis-System ist eingebaut wie bei allen. Das heißt, hier habe ich dann die Möglichkeit zur Verdunklung einmal hier an der Seite und natürlich auch vorne. Großes Scenic Navi. Auch das
mit der Möglichkeit, die Höhendaten dann noch einzugeben und eine manuelle Fahrerhausklimaanlage, das heißt nicht automatisch, hier stelle ich also in der Mitte, das sind roundabout 20 Grad mit dabei und die packt aber hier das ganze Auto während der Fahrt, also das ist kein Problem, unbedingt mitbestellen. So, DAB Plus, Rockantenne ist hier mit dabei, das ist schon alles mit drin, mal schnell mal ausmachen, damit es kommt und das wird natürlich über mehrere Lautsprecher hier nochmal verteilt im ganzen Auto, dass man einen optimalen Sound hat. Überall 12 Volt Steckdosen. Das heißt also, ich habe hier im ganzen Fahrzeug ganz viele 12 Volt Steckdosen, die ich dann benutzen kann, um Adapter zu verwenden. Hier habe ich nochmal 230 Volt. Die kann man dann mit dazu buchen. Und hier sieht man, also da haben wir die Schienen mit drin, mit diesem Multifunktionssystem von Dometic. Also hier sind zum Beispiel Lampen eingebaut. Das können aber auch USB-Stecker sein, die kann ich also einfach reinschieben. Und habe dann die Möglichkeit, mir die so anzupassen, wie ich es gerne hätte. Wie zum Beispiel hinten sind jetzt Lampen montiert. Und die könnte ich auch jetzt alle nach hinten machen oder könnt ihr auch wegmachen. Also da ist man vollkommen flexibel über dieses Schienensystem hier oben. So, Lichtschalter im Kopfbereich. Also hier habe ich ein Querbett. Wenn ich zu zweit bin, auseinanderschlafen möchte, könnte auch einer oben im Aufstelldach schlafen. Das geht natürlich auch. Und hier der Rausfahrschutz, den man jetzt seit einigen Jahren sieht mit den Heckfenstern, die extrem stark verdunkelt sind. Das kann man uns gleich mal nochmal von außen angucken. Und hier noch ein Seitenfenster. Also das wäre jetzt zumindest mal mein Kopfteil, wäre hier. So, dann kann ich noch ein bisschen was transportieren. Das ist natürlich bei der Größe jetzt auch ein bisschen eingeschränkt. Das können wir uns gleich mal von hinten angucken. Und hier habe ich dann eine großzügige Toilettenanlage mit separater Dusche und einem Ablauf, der so zugeschnitten ist, dass man dann, also da, ich sag mal, auch mal ein bisschen schräg steht, das Wasser garantiert auch abläuft. Ja, der Duschkopf ist hier integriert. Den kann man einfach rausziehen. Und Licht haben wir natürlich auch. Und das Ganze ist sehr, sehr hell. Hier oben dann nochmal so einen Kleiderhaken und ein Duschvorhang. Der klappert nicht und funktioniert ganz hervorragend. Also gerade im 4x4-Bereich, also wo Leute ja viel mit Kastenwagen unterwegs sind, da gibt es eigentlich nur Duschvorhänge. Da gibt es also keine Türen oder sowas. Denkt immer dran, das Ganze soll ja während der Fahrt nicht groß klappern. Man hört ja den ganzen Innenraum. So, den kann man entweder schließen oder man kann ihn öffnen. Und wenn er dann, ich sag mal, so zu ist, dann klappert er gar nicht mehr. Wenn er so während der Fahrt zu ist, dann kann es ein bisschen klappern, aber wenn Sie das Klappern einfach nicht haben möchten, auflassen. So, und dann ist er wirklich ruhig. Das wurde also nochmal stark verbessert. Hier oben über der Küche habe ich dann nochmal einen großen Schrank mit 2 ordentlichen Scharnieren und Soft Close. Klack. Vor dem Wegfahren übrigens dann ausprobieren. Also Soft Close deswegen nicht, dass er automatisch schließt, sondern viel wichtiger ist, dass er nicht jedes Mal zuhaut, sondern ganz sanft dann wie so ein Klodeckel schließt. Ja, hier vorne habe ich noch einen Kleiderschrank. Kann ich denn hängende Kleidung, kann ich ihn einfach reinhängen. Klein, aber fein. Aber sind ja schließlich im Kastenwagen. Auch hier eine Truma Dieselheizung mit drin und das Kochfeld, ein Zweiflammenkochfeld mit Piezo-Zündung und dem angeschlossenen Waschbecken. Sehr leicht zu reinigen. So, unten drunter, ich mache mal so eine große Schublade mal auf. 15 Kilogramm belastbar für Töpfe und so weiter. Und hier ist dann Platz für das Besteck. 2 kleine Schränke direkt über dem Fahrerhausbereich. Und das Ganze auch zieht sich zu. Man sieht also hier so kleine, man sieht das hier so ein bisschen, da sind so Gummis drin, die effektiv verhindern, dass das Ganze klappert während der Fahrt. Also hier ist wirklich während der Fahrt Ruhe. Und der Nassbereich, ich halte nochmal ganz kurz rein, der hat dann nochmal ein Schränkchen mit dabei.
Und da kann ich so die wichtigsten Toilettenutensilien und so weiter reinmachen. Da oben sind Haken, die sind jetzt neuerdings verstellbar. Also das ist ziemlich cool. Und die Stange natürlich wieder mit dabei, wo ich also meine Wäsche sehr schön aufhängen kann. Gerade wenn ich im Skiurlaub bin. 2 riesengroße Spiegel. Ich sehe mich also auch von der Seite optimal und kann mich auch, wenn ich mich mal fertig machen möchte, dann zum Weggehen auch mal komplett sehen. Muss natürlich hier das Ding nochmal hochklappen. Ich mache das mal gerade. Da ist es drin. Fenster. Und hier ist nochmal die Toilettenpapierhalterung hier drunter. Und Stauraum haben wir nochmal vorne ein bisschen. Also das geht. Ich guck mal gerade hinten rein. Könnt das Ganze nochmal sehen. Setze mich gerade mal auf den Fahrersitz. Also das ist so Beifahrersitz. Das ist jetzt der Blickwinkel vom Beifahrersitz auf den Küchenbereich. Und hinten das Querbett. Das ist der Sitzgruppenbereich. Und hier sehe ich dann meinen Fahrer. Also das ist schon recht gemütlich, so eine kurze Pause mal zu machen. Und muss das Aufstelldach ja nicht öffnen. Das kann man nur zum Schlafen rausholen. So, dann gehe ich mal gerade hoch. Zeige euch nochmal die Liegefläche komplett. Also das ist wirklich mehr als ausreichend. Tolle Idee. Multifunktionspanel hier. Und hier sehe ich also auch, das ist die Wasserpumpe an aus. Hier habe ich das komplette Licht, was ich an- und ausschalten kann. Das komplette Panel und natürlich auch die Daten über Batterien und Füllstände jeweils vom Wasser und vom Abwassertank. Und die Truma 6 Dieselheizung mit drin. Also die sorgt dafür, dass ich, wenn ich jetzt hier koche, der Gasverbrauch auch wirklich ewig hält. Und ich tanke quasi mit dem ich auch normal denn unterwegs bin. Nämlich Diesel. Hab immer quasi einen vollen Tank. Denn ganz beruhigend, wenn man mal in den Winterurlaub geht, die neuen Dieselheizungen übrigens riecht man gar nicht mehr und sind auch wirklich sehr, sehr unkompliziert dann auch zu bedienen. So, wir gucken mal hinten rein, der Free 540. Da sind die abgedunkelten Scheiben, also man kann wirklich von außen eigentlich nicht reingucken. Jetzt ist das Licht natürlich an, aber hier kann ich ja nochmal die Verdunklung dann zuziehen. Die ist ja im Heckbereich natürlich mit drin. Einmal Fliegengitter und einmal die Verdunklung. Das Ganze sehr einfach zu bedienen mit Rausfahrschutz hier. Das ist der Tisch von Isabella und der hat seinen festen Platz. Das ist ganz wichtig. Und hier sind die Stühle. Auch hier kann ich das Ganze hochklappen. Das heißt also, hier kann ich das Polster wegnehmen und klappe einfach zur linken Seite. Hier sind die Scharniere drin. Dann das komplette Teil hoch. Muss natürlich vorher runternehmen. Ziemlich coole Matratzen. Also das ist so, man schläft wirklich gut auf denen. Und hier ist dann das ganze Zubehör drin, wie zum Beispiel die Kissen, die mit dabei sind und das ganze Material, was noch mit dazugehört. Also das ist hier in einer großen Kiste, die kriegt man dann mit dem Fahrzeug mit. Das Ganze sieht man, also das ist der Bodenbelag, der mit da drin ist und das Ganze ist schön verarbeitet hier. Zum Beispiel eine Alukante mit drin, also dass hier auch nichts schief gehen kann. Also ich bin ganz angetan. 2 Lautsprecher nochmal hinten drin, sodass man also hier den Ton vom Radio nochmal mitkriegt, auch hinten. Ist natürlich auch gut für die Akustik und jede Menge Stauraum. Ich zeige es mal gerade komplett. Habt ihr nochmal einen Eindruck, wie viel Platz man hier hinten dann nochmal hat. So, da ist er. Der Free 540 von Hymer und ja, gelungenes Konzept. Auf sehr, sehr kleinem Raum, 5,40 Meter Länge. Danke fürs Zuschalten. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge für die Dreharbeiten. Tschüss.